Beim Bau komplexer Szenen und Modelle will man sich doch sehr häufig so viel Zeit sparen wie nur möglich. Eine Variante, um das zu lösen, sind die Modifier, zu finden unter dem blauen Schraubenschlüssel auf der rechten Seite in Blender. Hier über den Button Add Modifier erwarten uns 5 Kategorien. Letzte Folge haben wir alle Generate Modifier vorgestellt und heute erweitern wir das mit den Geometry Nodes. Geometry Nodes sind in Blender eine starke Sache mit einem eigenen Reiter sogar oben und hier drin können wir für ausgewählte Meshes hier unten visuell programmieren. Wir nehmen die Daten unseres Meshes, wir nutzen neue Knoten und Kanten, eben diese bunten Kabels hier, wir führen Funktionen aus und kriegen dabei einen neuen Output mit neuer Geometrie. Und all diese Logik wird als Geometry Node Modifier zusammengefasst. Was genau ist alles möglich, welche Funktionen gibt es und wo kann man das insbesondere anwenden? Ich zeige es dir in der heutigen Folge von Blender 4.4 in 10 Minuten erklärt. Ich bin der 3D Most Wanted und du kannst diesem Video gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es dir gefallen sollte, abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest und immer gerne Fragen und Feedback in die Kommentare posten und schon geht's los. Die erste wichtige Frage ist, was bearbeitet eigentlich ein Geometry Node Modifier? Grundlegend funktioniert er wie jeder andere Modifier. Er arbeitet auf allen Daten, die das Objekt verfügbar hat. In unserem Falle bei einem Mesh reden wir grundlegend über die geometrischen Daten. Wir haben Eckpunkte, das sind unsere Vertices, wir haben Kanten, das sind die Edges und wir haben die Flächen, auf Englisch die Faces. All diese Daten können wir auch hier links einsehen. Unser Mesh hat in dem Falle hier 8 Vertices, das sind 8 Eckpunkte, beginnend bei ID 0 bis ID 7 und diese 3 Spalten hier ergeben die Position, und zwar in X, Y und Z. Dann haben wir die Kanten, das sind 12 Stück, wir haben 6 Flächen und die können entweder scharf oder weich sein und wir haben auch die Eckpunkte für jede Fläche, denn die sind relevant für die UV-Map. In unserem Falle 6 Flächen, die quadratisch sind mit je 4 Eckpunkten, macht in Summe 24 Stück von Index 0 bis 23. Diese Daten hier wollen wir jetzt mit unserem Geometry Node Graphen bearbeiten. Der Geometry Node Graph auf der unteren Seite hier spiegelt die Logik wider, die verwendet wird, um ein Mesh zu verändern. Auf der linken Seite hier haben wir den Group Input. Das ist die Node mit dem Zustand des Meshes, wie er hier in der Liste bei den Modifiern auftaucht. Als Beispiel, würden wir beim Modifier hier Generate und dann Subdivision Surface hinzufügen und dieser wäre in der Reihenfolge vorher, dann gilt bei Geometry Nodes hier unten, dass der Input das ist, was dieser Modifier hier gemacht hat. Hätten wir vor Geometry Node keinen Modifier, dann ist es der Input eben hier genau die Struktur des Meshes. Das heißt, wir haben die 8 Eckpunkte, die 12 Kanten und die 6 Flächen, sieht man auch hier an dem grünen Punkt. Zwischen diesem Group Input und dem Group Output können wir jede beliebige Logik aufbauen, die unser Mesh verändern soll. Und da kommen wir gleich zu. Am Ende, wenn unsere Logik ausgeführt wurde, führen wir das alles hinten in den Group Output rüber und dann können wir hier eben gucken, was die finale Geometrie ist. Wie können wir hier unten unsere Logik aufbauen oder anders gesagt visuell programmieren mit Nodes? Das hier ist eine Node, eben ein Knotenpunkt, und den verbinden wir über diese bunten Kanten hier mit anderen Nodes. Wenn hier ein Kreis auf der rechten Seite ist, dann ist das Ganze ein Output. Und das Ganze geht immer irgendwo auf der linken Seite hier in einen Input. Wollen wir mal hier was ganz Simples machen. Wir nehmen mal hier mit Shift A oder oben links hier dem Add-Menü den Reiter Mesh, schnappen uns mal hier unter anderem Operationen und wir wollen mal Subdivide Mesh ausführen. Du siehst hier, es gibt einen Mesh Input und da wollen wir jetzt aus der Geometry der Group Input das Ganze reinsetzen. Dann ein Level heißt einmal Subdividen und dann haben wir hier oben einen neuen Datenblock und diesen Datenblock wollen wir hier unten wieder einspeisen. Du siehst direkt hier oben bei den Statistiken, das Ganze ist jetzt auf 26 Vertices hochgesprungen.
Gucken wir uns mal an, ob wir auch hier im Wireframe-Modus direkt die Unterteilung sehen können. Und du siehst, jetzt ist der Würfel hier oben direkt über diese Einstellung hier unterteilt worden. Das ist jetzt nichts Spannendes, aber wir könnten das auch mit dem Subdivision Surface Modifier machen oder eben einfach im Edit Mode subdividen. Aber die Grundidee ist, du hast einen Input mit Daten, den speisen mit einer Funktion, wir erhalten den Output und speisen den in das Endergebnis unseres Modifiers. Und diese Kette von Logik, die können wir jetzt verschieden groß aufbauen und gestalten. Kombinieren wir jetzt doch mal die Funktion mit einer weiteren. Wir gehen erneut oben auf Add, dann nehmen wir erneut Mesh und schnappen uns bei den Operationen hier nochmal oben drauf Subdivision Surface. Wenn wir jetzt diese Funktion hier direkt auf die grüne Kante hinter Subdivide Mesh ziehen, dann verbindet sich das Ganze automatisch. Du siehst, Subdivide Mesh geht jetzt in Subdivision Surface und das geht wiederum hier in den Group Output. Was dir auch direkt auffallen sollte ist, neben den neuen Parametern und Funktionen aktualisieren sich auch direkt wieder oben hier die Vertices, Kanten und Flächen und unser Mesh kriegt erneut ein neues Aussehen. Jetzt können wir wieder hingehen und hier unten unter anderem den Edge Crease einstellen und auch den Vertex Crease, um das Mesh zu bearbeiten. Schauen wir uns doch mal an, was passiert, wenn wir die Parameter verändern. Machen wir zuvor einen Subdivision mehr, sind wir bei 386. Gehen wir hier 1 erhöhen, sind wir bei 1538 Vertices und der Würfel sieht aus wie hier oben. Aber was passiert, wenn wir die Reihenfolge der Funktionen abändern? Wir trennen mal alle Kabels. Einfach jeweils aus dem jeweiligen Input das Kabel herausziehen, die Verbindungen hierdurch nochmal löschen und dann die Nodes neu anordnen. Subdivision Surface kommt zuallererst, Subdivide Mesh erst danach. Und dann erneut Geometry auf Mesh, Mesh auf erneutes Mesh, dann nochmal Mesh auf Geometry und jetzt haben wir das hier. Eine ganz andere Form mit der gleichen Anzahl von Vertices. Wir drehen mal hier das Level runter, ihr seht, es gibt hierbei keine Änderung. Aber hier vorne der Modifier Subdivision Surface und die Wirkung dessen auf das Mesh, die ist stärker beeinflussend, weil die Funktion ja zuerst kommt. Und das können wir hier ausnutzen. Wenn wir eine komplexe Logik bauen, müssen wir uns immer überlegen, wer muss wem vorangestellt oder nachgestellt sein. Wenn du bei einer solchen Analyse merkst, irgendwann hat eine Node keine Auswirkungen mehr, zum Beispiel Subdivision Mesh hier, erhöht zwar die Geometrie durch die Subdivides, aber optisch verändert sich nicht das Ganze und du willst eigentlich doch eine optische Veränderung haben, dann kannst du vielleicht auf eine Node auch verzichten und diese hier wieder auswählen und mit Entfernen löschen, um dann die passenden Outputs mit den Inputs zu verbinden. Jetzt haben wir nur noch Subdivision Surface drin, weil wir gemerkt haben, die andere Node bringt uns zumindest optisch hier oben rein gar nichts. Wie du sehen kannst, hat hier unten jede Funktion verschiedene Parameter, unter anderem hier das Mesh, dann haben wir unten drunter einen Integer, eine Ganzzahl für das Level, wir haben Edge und Vertex Crease über die Floats, das sind Kommazahlen und ganz unten haben wir einen Boolean-Wert, das ist ein Wahrheitswert mit wahr oder falsch. In alle Inputs hier können wir auch Nodes einbauen. Und wir wollen uns mal hier unten zum Beispiel den Boolean-Wert nehmen. Wenn wir auf den Input hier klicken, ein Kabel nach links ziehen, kriegen wir Vorschläge mit Nodes, die einen Boolean-Output haben. Zum Beispiel könnten wir jetzt mal hier Compare nehmen und dann hätten wir den Modus Equal. Wenn in der Funktion Equal herauskommt, dass zwei Werte identisch sind, dann ist das Result True und das würde hier eingespeist werden. Wenn zwei Zahlen aber nicht equal sind, also ungleich sind, zum Beispiel 1 ist ungleich 0, dann kommt hier im Output natürlich ein False raus. Wir können hier die Art der Inputs wählen, Kommazahlen, Ganzzahlen, Vektoren, Texte oder auch Farben und auch vergleichen. Weniger als, weniger oder gleich, größer als, größer oder gleich oder genau gleich. Entsprechend können wir hier also Aussagen bilden, die einen Wahrheitswert erzeugen. Bauen wir doch mal hier raus etwas Komplexeres. Zuerst wollen wir die Equal Node wieder löschen. Als nächstes wollen wir hinter Subdivision Surface hier auf diesem Kabel eine neue Node einfügen. Wir gehen mit Shift A hin und suchen mal hier oben nach
Instance on Points. Das ist diese hier. Dann wollen wir das Ganze hier drauf connecten, so dass eben der Output von Subdivision Surface auf den Input Points bei Instance on Points drauf geht. Jetzt nehmen wir die 26 Vertices, die im Subdivision Surface erzeugt wurden, und das sind unsere Punkte für die neue Funktion. Dann wollen wir auf diesen Punkten eine Objektinstanz erzeugen. Wir haben hier wieder einen grünen Input für ein Mesh. Wie machen wir das jetzt? Wir brauchen irgendein zweites Mesh, bei dem das Ganze funktioniert. Also gehen wir hier oben hin, machen im 3D Viewport hier Shift A oder eben hier oben das Add-Menü, nehmen ein Mesh und wir schnappen uns zum Beispiel hier den Würfel nochmal. Und den können wir direkt so lassen, wie er ist. Schieben wir den mal ein bisschen nach hinten, entlang Y und gut ist die Sache. Jetzt zurück auf den Cube. Jetzt wollen wir den Würfel 001 als Instanz hier unten haben. Du kannst aus der Szenenhierarchie hier oben Objekte per Drag and Drop hier runterziehen. Und zwar den Würfel auswählen, das andere Objekt nur anklicken und direkt ziehen und dann hier unten loslassen. Und schon haben wir hier eine Object Info Node. Wir schieben die mal links ein bisschen mehr nach hinten und machen hier Platz für unsere neue Node. Jetzt wollen wir die Geometrie von unserem Würfel 001 hier auf die Instanz setzen und wir sehen, hier entsteht so ein Plop. Dann können wir die Skalierung hier unten nehmen und mal auf zum Beispiel 0,1 setzen, ungefähr so. Das heißt, auf jedem Vertex unseres unterteilten Meshes instanzieren wir jetzt ein Objekt und zwar dieses hier. Und das verwenden wir dann genau hier. Wenn wir möchten, können wir auch die Skalierung dieses Meshes hier nutzen auf der Skalierung hier unten und auch auf dessen Rotation. Jetzt haben wir nämlich die Konfiguration auf dem Transform dieses Objekts. Skalieren wir hier, skalieren sich auch die Würfel automatisch auf den Vertices direkt mit. Jetzt wollen wir eine Selection treffen, also eine Auswahl der Vertices, die wir nutzen möchten, um Objekte zu instanzieren. Das heißt, wir müssen in jedem Falle hier an die Selection anknüpfen. Wir ziehen mal von hier aus ein Kabel nach oben, ungefähr hierhin, und gucken mal, ob wir eine Node finden, mit der wir Sachen vergleichen können. Wir haben eben schon kennengelernt, Equal ist hier eine sehr gute Option. Bei Equal wollen wir in dem Falle jetzt hier mal mit Kommazahlen arbeiten. Was ist die grundlegende Idee? Wenn in der 3D-Welt hier oben unsere Position eines Vertices höher als 0 ist, dann ist er relevant für uns. Ansonsten unten drunter, die ignorieren wir. Position ist ja immer eine Kommazahl, die können wir also nutzen und zwar hier als A. Jetzt müssen wir mal gucken, wie können wir an die Position eines Vertices herankommen. Wir gehen mal hier oben links hin, machen hier Shift A und suchen mal nach Position. Dann finden wir hier Geometry Read. Lies aus der Geometrie eine Position heraus. Mit Position in der Geometrie meinen wir die Vertices selbst, denn die sind die einzigen, wie vorhin gesehen, die Positionsdaten beinhalten. Hier drin haben wir aber aktuell, wenn wir drüber hovern, einmal einen Vektor. Das Ganze wollen wir nicht haben. Wir müssen diesen Vektor hier in die 3 Achsen aufteilen. Also suchen wir mal hier nach Separate und dann haben wir hier Separiere X, Y und Z. Jetzt haben wir hier einmal nämlich für jeden Punkt in der Geometrie Separiere in die 3 Achsen und wir wollen die Höhenachse in Blender nehmen. Das ist der Z. Also hier Z verbinden wir auf A und derzeit ist die Aussage, wenn die Position eines Vertices in der Z-Achse gleich 0 ist, dann nehmen wir diesen, ansonsten nicht. Wir wollen aber statt Equal hier Greater than or Equal haben. Das heißt, alle Vertices, dessen Z-Koordinate größer oder gleich 0 ist, sind relevant für uns. Alle anderen unten drunter werden ignoriert. Wir haben jetzt also unser originales Mesh verworfen, wir haben nur noch Punkte und dort haben wir Mesh-Instanzen erzeugt. Aber was ist, wenn wir das originale Mesh behalten wollen und trotzdem die neuen Objekte obendrauf ebenfalls möchten? Dann müssen wir Geometrie vereinen.
Wir haben ja hier unten unseren originalen Mesh-Input. Hier haben wir Subdivision Surface, der eben die Punkte liefert. Und das Ergebnis wird hinten ja dann in der Form von den neu instanzierten Objekten in den Output geliefert. Zwischen dem Instance on Points und dem Gruppen-Output müssen wir noch eine weitere Node einfügen. Wir nehmen hier die grüne Node, gehen da hinten hin und wählen mal Join. Und dann haben wir hier die Funktion Join Geometry. Der nimmt beliebig viele Geometry Inputs an, verbindet die. In unserem Falle also wollen wir Subdivision Surface da hinten hin verbinden, dass es hier nach unten etwas geht und dann den Output davon wiederum auf den Group Output setzen. Jetzt haben wir unseren verbeulten Würfel mit der neuen Geometrie plus alle erzeugten Instanzen und haben hier ein gemeinsames Mesh-Objekt raus, wie als wenn wir einen Merge angewendet hätten. Mit der jetzigen Konstellation haben wir ja alle Vertices unseres Meshes genommen. Aber was ist, wenn wir Konstellationen haben, bei denen wir im Volumen des Meshes zufällige Punkte generieren möchten oder auf den Flächen selbst? Dann müssen wir einen Teil hier unten umbauen, und zwar diesen hier. Den können wir ein Stück nach links verschieben und hier in der Mitte können wir neue Nodes einfügen. Fügen wir zuerst mal hier mit Shift A eine Node hinzu über das Suchmenü und wir suchen mal nach Distribute Points on Faces oder in Volume. Bei Sachen wie Terrains ist es sehr sinnvoll, on Faces zu nehmen. Das heißt, auf jeder Fläche unseres Meshes werden jetzt Punkte erstellt. Und diese Funktion nehmen wir und fügen die an die nur obere Kante hinzu. Das heißt hierhin. Jetzt haben wir den folgenden Fall. Wenn wir hierbei jetzt unsere originalen Mesh-Vertices nehmen, speisen wir die ja hier unten ein, samt aller Kanten und Flächen. Diese Funktion generiert dann mit dem Seed und der Dichte hier unten auf allen Flächen unseres Meshes neue Vertices und Punkte. Und das können wir mal runterdrehen hier auf zum Beispiel 1 und hier mit dem Seed verändern. Dann ist es jedes Mal woanders. Und so können wir feste Punkte generieren, die wir haben möchten. Dann werden diese Punkte genommen und hier in die Instance on Points überführt und auf den gewählten Punkten erstellen wir dann mit der Bedingung, die wir hier oben haben, Position in Z muss größer als 0 sein, dann die Instanzen von unserem Objekt hier unten. Diese Struktur werden wir jetzt aber so abändern, dass nur Instance on Points in Geometry läuft. Und das gleiche machen wir bei den Bäumen einmal genauso. Denn mehr als das brauchen wir jetzt aktuell nicht. Wir wollen nur die Positionen und nur die erzeugten Bäume und Felsen haben, mehr nicht. Jetzt wollen wir unseren gebauten Graphen nutzen und ein Terrain gestalten mit eben 3 wesentlichen Objekten in der Szene. Gehen wir zurück auf den Layout-Tab und blenden erstmal unsere beiden Objekte hier aus. Das Auge hier oben beim Cube und genauso auch die Kamera bei beiden einmal deaktivieren. Dann wollen wir hingehen mit Shift A ein Mesh Plane einfügen. Das skalieren wir im Edit Mode mit dem Faktor 20 und dann werden wir hier per Rechtsklick Subdivide mehrere Unterteilungen machen, bis wir genug Geometrie haben, um ein ordentliches Terrain zu verformen. Jetzt brauchen wir die Funktion des proportionalen Bearbeitens, die wir hier oben aktivieren können am oberen Rand. Hier ist dieses blaue Symbol. Und das können wir auch über den Hotkey O aktivieren und deaktivieren. Jetzt haben wir einmal proportionales Bearbeiten aktiviert und wir gehen in die Punktauswahl. Jetzt wählen wir einzelne Punkte in unserem Mesh aus mit Shift-Linksklick. Ungefähr so. Und versuchen mal hier raus eine Verformung zu erstellen gleich. Wir versuchen in gleichen Abständen hier passende Punkte auszuwählen, um das Ganze möglichst gleichmäßig zu verteilen. Dann haben wir einmal eine passende Auswahl mit GZ. Das hier nach oben. Und jetzt werden wir hier noch höhere Punkte wählen für eher kleinere Berglandschaften. So. Jetzt haben wir das Ganze hier mit kleinen Bergen. Jetzt bauen wir uns einen Fluss, und zwar hier unten. Wir wollen das hier genauso auswählen, mal so eine kleine Schlangenkurve hier auswählen, dass wir so einen Fluss hier bekommen
Und wir machen über proportionales Bearbeiten hier eine Flusslandschaft nach unten. Ungefähr so. Jetzt nochmal ein bisschen tiefer das Ganze, vielleicht eher so. Und den Rest hier drüben werden wir vom Terrain her ein bisschen anheben. Jetzt haben wir hier das Ganze erstellt und jetzt kommt der Geometry Node Modifier. Zuallererst werden wir dieses Objekt zweimal duplizieren, mit Shift D einmal und mit Shift D ein zweites Mal. Plane 001 hierbei wird den Geometry Node Modifier erhalten mit unter anderem den Bäumen und Geometry Nummer 2 kommt hier unten drauf mit eben dem Felsgenerator. Jetzt haben wir hier also eine Verteilung von Bäumen, eine von Felsen und unser normales Mesh da unten. Wie kommen wir jetzt zu Bäumen und Felsen? Ganz simpel. Wir schnappen uns ein neues Mesh. Shift A, Mesh auswählen, einen Cube. Wir wählen nur den Cube aus mit der Raute und skalieren den in allen Achsen außer Z, machen den ordentlich mal kleiner. Circa so. Dann mit GZ 1 Meter nach oben bewegen. Wir deaktivieren proportionales Bearbeiten mit O und jetzt in der Flächenauswahl was ganz Simples. Wir wählen die obere Fläche hier aus, machen Extrudieren mit E, brechen ab mit Escape, wir skalieren ein bisschen breiter, extrudieren nach oben, wir skalieren bis ungefähr hierhin, extrudieren, Escape, skalieren, extrudieren nach oben, skalieren nach innen wieder ein Stück und noch ein drittes Mal Extrude, Escape, skalieren, nach oben ziehen und den letzten Teil hier werden wir über M Merge at Center auflösen. Die Spitze hier können wir noch ein bisschen nach oben verschieben in der Punktauswahl. Hier oben GZ, ungefähr so und das passt schon so. Damit ist der Baum fertig. Jetzt können wir nochmal Raute drücken und gehen hier raus. Jetzt fügen wir einen Felsen hinzu. Wie machen wir das? Wir nehmen Shift A, Mesh und schnappen uns mal eine ganz normale Icosphere. Auch hier wieder Raute aktivieren und diese Icosphere ein bisschen verformen. Einfach mal ein bisschen nach außen hier ziehen. Ruhig hier auch mit proportionalem Bearbeiten einfach mal nutzen und testen. Ungefähr so. Dahin, hier ein bisschen nach oben. Ein bisschen mehr hier unten noch, ungefähr so. Und wir haben einen Felsen. Wir gehen mit Raute zurück und sind hier fertig. Jetzt wollen wir Geometry Node nutzen und bei unserem Mesh hier, beim Plane 001, in unserem Baumgraphen hier die Object Info austauschen. Wir löschen die Object Info heraus und gucken uns mal den Baum an. Das ist jetzt das Objekt hier. Das ist der Cube 002 und den wollen wir hier unten hineinziehen. Dann wird das hier unsere Instanz und siehe hier, wir haben überall im Terrain verteilt unsere Bäume. Jetzt machen wir die Skalierung hier unten mal auf Skalierung von unserem Mesh und das Ganze ist ein bisschen größer. Wenn wir jetzt den Baum kleiner skalieren, seht ihr auch hier, die Landschaft passt sich hier dran mit an und wir können so die richtige Größe für den Baum ermitteln. Machen wir das mit Plane 002 mit dem Felsen auch noch so. Wir löschen Object Info und fügen hier einmal unsere Icosphere hinzu in den Graphen und wählen die als Instance. Skalierung hier unten rein und wir haben die Felsen hier überall. Erneut die Icosphere skalieren und wir können hier Felsen platzieren im Wald. Wenn wir jetzt den Baum und den Felsen mit passenden Materials ausstatten, können wir so eine Szene in Windeseile bauen. Wenn du das ein bisschen genauer vor Augen haben willst, füg doch mal hier unten dem normalen Plane im Layout-Tab einfach ein Material hinzu. Und sag hier neues Material. Dem Material geben wir jetzt mal hier unten einfach die Terrain-Farbe für zum Beispiel dunkelgrün. So, ein bisschen hier nach unten, hier hin. Und wir können mal hier in die Material-Vorschau gehen. Dann wird die gesamte Szene, die wir hier haben, einmal in den Material-Farben angezeigt. Das kann beim ersten Initialisieren ein bisschen dauern, aber hier sehen wir schon, wie das Ganze aussehen würde. Fügen wir doch mal aus Spaß auch noch ein mehr hinzu. Shift A, Plane,
Wir wollen wieder einen Mesh haben und das skalieren wir mal riesig breit hier im Edit Mode. Faktor 100 zum Beispiel, ungefähr so. Und dann geben wir diesem Objekt auch hier ein Material und da machen wir mal die Farbe blau drauf, ungefähr so. Vielleicht ein bisschen dunkler und du kannst schon sehen, wie das Ganze hier aussieht. Wir können dem Mesh-Boden, also unserem normalen Plane hier, per Rechtsklick Shade Smooth auch noch einen besseren Look geben und hier vielleicht noch die Rauheit entsprechend verringern oder erhöhen. Du siehst, sehr schnell sind Spielereien möglich. Nehmen wir mal die Icosphere, unseren Felsen. Wir nehmen hier mal ein graues Beispiel, ungefähr so. Und jetzt ist auch das Ganze soweit richtig. Per Rechtsklick Shade Smooth können wir auch den Felsen hier entsprechend runder aussehen lassen und hier auch ebenfalls die Rauheit erhöhen. Und zum Schluss der Baum, der Cube 002. Wenn wir darauf gehen, mit zwei Materials ausstatten, einmal oben, einmal unten. 004 wird hierbei der Baumstamm werden. Das heißt, wir machen als erste Farbe mal komplett das Ganze in braun. Ungefähr so. Farbe hier runterschrauben bis dorthin. Rauheit ruhig schön hochschrauben. Material 005 wird der Grünton für die Bäume. Da können wir uns hier so ein bisschen überlegen, wie das Ganze aussehen soll und dann die Farbe entsprechend anpassen. Und jetzt im Edit Mode hier oben den Punkt auswählen, Steuerung und auf dem Nummernblock das Plus und wir können hier phaseweise immer mehr auswählen. Dann gehen wir in die Flächenauswahl mit Zahlenreihe 3, machen Zuweisen und sind hier fertig. Wir drücken nochmal Raute und hier haben wir unsere fertige Szene. Ein Meer, ein Terrain, Felsen und Bäume. Und das alles ganz dynamisch erstellt. In Blender. Ziemlich cool, oder? Wenn du jetzt noch deine Nodes passend benennst, bist du im Grunde fertig. Du hast hier oben einmal Cube 002 mit F2 umbenennen. Das ist im Grunde unser Tree. Die Icosphere hierbei ist unser Rock, unser Felsen. Das Plane ist hierbei das Terrain. Dann haben wir einmal alle Trees. Wir haben hierbei alle Rocks. Und wir haben hier das Water. Wir haben aus 6 verschiedenen Objekten und Nodes in der Szene eine riesige Sammlung gemacht, die aussieht wie hunderte verschiedene Objekte. Ziemlich cool, oder? Wenn du den Geometry Node Graphen noch ein bisschen verfeinerst, weitere Objekte in die Auswahl hinzufügst, kannst du das Ganze sehr komplex und sehr interessant gestalten. Und sonst einfach mal ranscrollen, um zu gucken, wie wäre das Feeling hier, wenn du hier durchwandern würdest mit einem Charakter, wie wird das Ganze aussehen, wie ist das Ganze hier gerendert, mit den Farben herumspielen und viele mehr. Da kriegst du sehr schnell das Gefühl, wie du so eine Game Engine aufbauen könntest. Und damit ist die heutige Folge abgeschlossen. Jetzt weißt du, wie du mit Geometry Nodes ein Terrain schnell bauen kannst, dir massiv viel Zeit bei der Positionierung sparen kannst und alle Funktionen von Geometrien nutzen kannst. Es gibt noch weitaus mehr. Das hier war nur ein Beispiel, um einen guten Einstieg zu finden. Wie findest du es? Schreib es gerne mal in die Kommentare und lass uns gerne einen Like, damit es dir gefallen hat und abonniere sehr gerne, wenn du mehr über Blender erfahren möchtest. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge.